Dieses Mal habe ich vor, euch eine Idee für ein längliches Adventsgesteck zu zeigen und als Basis verwende ich jetzt diesen 30 cm großen Strohkranz. Für dieses Projekt würden sich jetzt auch super kaputte Strohkränze eignen, aber ich habe jetzt momentan keinen kaputten Strohkranz und von daher wird jetzt hier meiner etwas auseinandergenommen werden. Ich schneide das jetzt hier mal mit meiner alten Säge mal durch. Das ist auch echt ein ekliges Geräusch, wie ich finde. Ja, also wenn ihr jetzt einen kaputten haben solltet, dann nehmt mal lieber den kaputten. Ich nehme das jetzt hier schon mal so etwas auseinander. Zupfe jetzt hier an den Enden mir etwas Stroh hinaus, weil das wäre jetzt für meinen Fall nachher zu dick am Ende. Einfach hier so frei Schnauze mal was hinausfirmeln. Das Stroh, was ich jetzt bei dem Kranz hinausgenommen habe, hebe ich mal auf. Eventuell kann ich das noch gebrauchen für ein anderes Projekt. Ich bin jetzt gerade dabei, mir das Ganze hier mal etwas zurechtzubiegen. So, und dann brauche ich jetzt als nächstes meinen Bindedraht. Die Enden werden jetzt hier mit Draht wieder neu umwickelt werden. Ja, sonst wird das Ganze ja letzten Endes auseinanderfliegen. Ich glaube, ich mache den mal eben hier dran. Mal eben miteinander verwursteln. So, den Anfang, den stecken wir jetzt hier mal einfach hinein. Theoretisch gesehen könnte man das vielleicht auch weglassen mit diesem Umwickeln, aber würde ich jetzt nicht machen, dann fällt immer das Stroh da hinaus. Oh, jetzt sage ich hier schon aus Versehen Heu. Das überschüssige Stroh hier am Ende schneide ich jetzt mal ab. Das mache ich auch an der anderen Seite. Das kann man gleich nicht mehr gebrauchen. So, zack. Ja, und dann räume ich jetzt hier mal meinen Arbeitstisch ein bisschen auf und hole mal mein Grün hinzu. Aber ihr habt jetzt den Vorteil, für euch geht das Video ja direkt weiter. An Grün verwende ich Stacheldrahtpflanze, Arizona-Zypresse, Nobilis-Tannengrün und nicht zu vergessen Eukalyptusgrün. Das stammt jetzt aus dem Garten einer Freundin. Freundlicherweise durfte ich ihren kleinen Eukalyptusbaum zurechtschneiden. Ja, und da sind wir schon beim Thema Zurechtschneiden. Die Stacheldrahtpflanze muss ich jetzt hier nur mal auseinanderschneiden. So, ich wollte euch auch mal eben zeigen, wie ich die Arizona-Zypresse und auch das Tannengrün schneide. Ah, hier ist noch ein Gummiband drumherum. Hat Pinky hier gerade mal vergessen, schon mal im Vorfeld abzumachen. Ja, kleinen Moment. Diese Gummibänder, die solltet ihr auch immer aufheben. Die kann man für andere Bastelprojekte ja, wiederverwerten oder wieder benutzen. Ne, immer schön dran lassen, wenn ihr solche Gummibänder an eurem Grün haben solltet. So, das kommt mal eben beiseite. Ich muss das hier mal eben auseinanderfriemeln. So, nehmen wir hier mal so ein ganz, ganz großes. Ich nehme jetzt hier diese seitlichen Zweige dann immer halt ab. Dann habe ich das Ganze auch schön filigran. Was man jetzt theoretisch gesehen auch machen könnte, man arbeitet den jetzt hier einfach so tutti completi ein. Möchte ich aber jetzt nicht machen, ich will es halt letzten Endes filigraner haben. Ne, so viel zu dem Thema Zypressengrün oder Arizona-Zypresse ist es letzten Endes. Und dann kommen wir nochmal zu der, jetzt wollte ich schon Nordmann-Tanne sagen, zu der Nobilis-Tanne. Nehme ich hier auch die seitlichen mal ab. So. Wenn ich jetzt so ganz große haben sollte, wie jetzt hier vorne, ich brauche noch einen größeren Arbeitstisch, dabei habe ich schon einen größeren. Das wäre jetzt für meine Zwecke etwas zu groß. Schneide ich das mal hier vorsichtig etwas kleiner, dass der Abschluss hier aber auch nachher noch nett aussieht. Dann kann man das auch so nachher einarbeiten. Oder ich nehme hier jetzt noch etwas weg, kann man auch machen. Wenn man jetzt sagt, na, das ist mir hier alles zu lang, den kleinen Süden schneiden wir auch mal ab. Und dann kann man das auch so immer noch einarbeiten. Brauche ich hier wirklich mal mehr Platz. Ich glaube, ich überprüfe auch mal eben mein Kamerabild, ob ich hier noch so einigermaßen im Bild bin. Sicher ist sicher, weil das ist jetzt hier auch relativ lang, die ganze Geschichte. Ihr könnt es ja mal eben für euch ausmessen. Ich erzähle schon wieder so viel, ne? Ja, wer kennt es nicht von mir? Ich quatsche immer sehr gerne. Das hat eine Länge, ay caramba. Ja, ich sag mal so grob 75 cm. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in kleiner erstellen oder halt in noch größer. Bleibt jetzt hier jedem selbst überlassen. Letzten Endes geht es ja hier auch um die Basic, wie man sowas überhaupt machen kann.
Ja, nun befestige ich den Bindedraht hier am Ende meiner, ich nenne es jetzt einfach mal Strohschlange. Ich muss den hier mal eben miteinander verwursteln. Im Nachhinein habe ich jetzt gerade gedacht, an dem einen Ende hätte man den Draht jetzt letzten Endes nicht abschneiden müssen, aber ich habe sowas auch noch nie erstellt, um jetzt hier mal ehrlich zu sein an dieser Stelle. So, ich nehme jetzt hier mal Zypressengrün hinzu. Ja, umso kürzer ihr das Grün letzten Endes schneidet, umso filigraner wird dann halt auch der Kranz nachher. Ich habe jetzt hier so ein Bündel halt am Start, lege das auf den Bindedraht. Jetzt nur darauf achten, dass ihr hier auch am Ende gleich ausreichend Grün vorhanden habt, damit man halt nachher diesen Strohkranz nicht mehr erkennen kann. Ansonsten könnte man das auch später noch hineinstecken. Ja, ich mache mal lieber noch mal drumherum. Also minimal wickele ich das Ganze immer zweimal mit dem Bindedraht fest. Nehme jetzt hier wieder Zypressengrün hinzu. Guck mal, ne? Hier muss ja auf jeden Fall noch was hin. Auch hier an der Innenseite. Ich weiß, ich erwähne es jetzt nochmal. Wirklich immer darauf achten, dass man halt nichts mehr sehen kann. Der Anfang, der ist jetzt hier auch ein bisschen friemelig, wenn man das halt selber noch nie gemacht hat. Ich wickel auch noch ein bisschen hier zum Anfang hin. So, und ich würde jetzt hier für diesen Anfang immer das kürzeste Zypressengrün verwenden, was ihr gerade zur Verfügung haben solltet. Nach oben hinweg, da könnt ihr ruhig längeres Grün nehmen. Ja, einmal machen wir noch. Ich habe das jetzt hier auch ein bisschen unten drunter eingearbeitet. Aber das ist auf jeden Fall ein Kranz, den wird nicht jeder so haben. So, dann nehmen wir jetzt mal Tannengrün, auch wieder vorzugsweise was Kürzeres. Lege ich jetzt überlappend auf das vorherige Grün. Mit dem Tannengrün möchte ich aber jetzt nicht so extrem viel arbeiten. Ich sage mal so ein bisschen. Dann lieber hier an die Seiten jetzt gleich nochmal Zypressengrün hinzu. Ich muss hier mal eben selber gucken. Ich bin total aufgeregt, muss ich jetzt echt zugeben. Ich weiß gar nicht warum. Machen wir mal hier ein Sträußchen. Ja. Stacheldrahtpflanze und Eukalyptus, die werden dann nachher zusammen eingearbeitet werden. Auch wieder mal zweimal festwickeln. Ach ja, und ich habe das Grün jetzt gerade etwas überlappend auf das vorherige Grün aufgelegt. Ne, immer so ein bisschen. So, jetzt schauen wir mal, können wir ja schon längeres nehmen? Nö, ist noch ein bisschen zu lang. Hier einfach mal so schneiden, dass man einen schönen Abschluss hat. Kann man das hier nämlich auch wieder verwenden. So, dann nehme ich jetzt auch wieder kleinere Stückchen der Stacheldrahtpflanze und meinen kürzeren Eukalyptus. Ich bin meiner Freundin auch jedes Jahr so dankbar, dass ich da was schneiden darf. Wieder überlappend auf das vorherige Grün. Ne, man kann auch hier mehr mit Stacheldrahtpflanze arbeiten und obendrauf nur Eukalyptus. Ist mir jetzt gerade auch noch so eingefallen. Ich sag mal, ich werde das jetzt so, sagen wir mal, frei Schnauze erstellen. Einfach so nach Gefühl halt einarbeiten, wie ihr es halt letzten Endes leiden mögt. Immer mal das Grün dann so mischen. Da habt ihr auch so viele Versionen, wie man jetzt das Grün einarbeiten könnte. Hauptsache, man sieht halt den Strohkranz nicht mehr. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt gerade an dieser Stelle. Das hier schneiden wir jetzt auch mal etwas kleiner. Ach ja, und das Ganze wickel ich so in etwa oder grob gesagt bis zur Mitte dieser Strohschlange. Ja, jetzt habe ich hier was. Ja, sieht aber echt aus wie eine Strohschlange. Finde ich jetzt jedenfalls. Den Bindedraht schneide ich nun ab und befestige ihn an den bereits dran gewickelten Draht. Ich verwurste das jetzt hier einfach mal so miteinander. Das Ende wird dann auch wieder in den Strohkranz hineingesteckt werden. Hier einfach mal so ein paar Mal drumherum gehen. Zack, hineinstecken. So, und auf die gleiche Art und Weise wird das Ganze jetzt hier auch an dem anderen Ende erstellt werden. Hier hat sich gerade irgendwas verwurstelt. Wo ist meine Schere? Ja, da ist ja so ein bisschen Nylonfaden drum. So, müssen wir eben abschneiden. Wie gesagt, das wird jetzt hier auf die gleiche Art und Weise erstellt werden. Ich mache jetzt hier unten wieder den Bindedraht erstmal dran. Dann kommt zunächst das kürzeste Zypressengrün, was ich halt zur Verfügung habe. Und dann wickel ich sag mal so in etwa, ja, sagen wir mal in etwa bis zu dieser Stelle.
Wenn euch der Bindedraht auch mal ausgehen sollte, ist überhaupt nicht schlimm. Dann macht ihr halt wieder neuen Bindedraht an den Strohkranz oder halt an die Strohschlange dran. Ist überhaupt nicht schlimm. Musste ich ja jetzt gerade hier auch mal machen. So, ich wickel hier mal eben noch mal zweimal drum herum, ohne grün einzuarbeiten, damit er jetzt hier schon mal gut stramm dran sitzt. Und dann geht es jetzt hier mal allmählich Richtung Ende. Ich schneide jetzt meinen Bindedraht ab und dann zeige ich euch den Abschluss des Kranzes, so wie das, des länglichen Adventsgestecks, des Kranzes, ja. Ja gut, ne, kann man natürlich auch als Kranz erstellen mit dieser Kombination an Grün. Ich muss den hier mal eben befestigen und hier wieder hineinstecken, also den Bindedraht des Kranzes. Wieso komme ich jetzt hier auf Kranz? Sodala. Ich werde jetzt hier diesen Abschluss mit Stacheldrahtpflanze und Eukalyptus erstellen. Das ist jetzt so ein bisschen, ich sag mal so nach Gefühl einarbeiten. Ich hatte hier irgendwo noch Efeunadeln. Hä? Wo sind die denn jetzt hin? Ach, hier habe ich jetzt noch zwei. Okay, müssen wir gleich mal neue hinzuholen. Das sind hier diese längeren Nadeln, also halt diese Efeunadeln. Und stecke das jetzt hier mal fest, aber ich wollte auch noch Eukalyptus mit einarbeiten. So. Also Abschluss, Stacheldrahtpflanze und Eukalyptus. Na, gehst du auch rein, bitte? Brauchen wir ja bald einen Hammer dafür. Hä? Ich kapiere jetzt nicht, warum die da nicht rein möchte, meine Efeunadeln. Ja, manchmal ist das Ganze auch ein bisschen zickig. Ah, jetzt. Sonst wirklich mal einen Hammer zur Hilfe nehmen. Und dann lege ich mir das hier auch mal so hin, dass ich da halt einen schönen Abschluss gleich hinbekomme. Wenn ihr jetzt noch Reste übrig behalten haben solltet oder ihr habt noch Stellen, wo ihr denkt, der hätte doch ein bisschen mehr Grün noch hingekonnt, einfach dann hier nur noch so hineinstecken. Ich habe halt jetzt hier noch ein paar, Eukalyptusreste. Die wollte ich jetzt hier auch noch definitiv einarbeiten. Beim Eukalyptus dann hier unten mal die Blättchen entfernen, ne? Dann kann man das letzten Endes hier besser hineinstecken. Bevor ich das jetzt entsorge, das wäre jetzt letzten Endes, ich sage mal Quatsch. Das muss man ja jetzt hier nicht wegschmeißen. Wie gesagt, ne, ich stecke das jetzt hier wirklich nur so hinein. Das wird jetzt nicht mehr extra noch befestigt werden. Und was wollte ich jetzt sagen? Dann kann man sich jetzt auch mal Gedanken machen, ob und wie man das Ganze noch weiter dekorieren möchte. Es bleibt hier natürlich wirklich wieder jedem selbst überlassen. Jeder hat hier letzten Endes auch einen anderen Geschmack. Also mir ist jetzt hier gerade der absolute Worst Case passiert. Ich hatte mein Gesteck so gut wie fertig und ich hatte meine Kamera nicht angeschaltet. Naja, für euch geht es jetzt hier im Prinzip ganz normal weiter, für mich leider nicht. Und was ich euch auch noch erzählen wollte, ich habe das Gesteck hier etwas, ich sag mal, zurechtgebogen. Ich muss mich jetzt hier erstmal wieder beruhigen. Ich hatte alles fast fertig und die verdammte Kamera lief nicht. Naja, jedenfalls sind das jetzt hier Kerzenhalter. Die haben in meinem Fall einen Durchmesser von, lasst mich überlegen, 8 cm. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch die Kerzen platzieren, jetzt für mich, ne? Und habe kontrolliert, wobei ich gucke immer auf die Kamera, die war nicht an. Ich habe echt fast geheult. Die Rückseite hier, um jetzt ehrlich zu sein, die ist jetzt hier übrigens fertig dekoriert. Ich habe erst überlegt, ob ich das jetzt einfach so lasse und euch halt erzähle. Ich habe vergessen, die Kamera anzumachen. Von daher ist der Kranz schon, das Gesteck schon fertig. Fand ich jetzt aber auch ein bisschen blöd. Jedenfalls werde ich jetzt einarbeiten diese Sterne, Kugeln. Hier sind jetzt auch schon Efeunadeln dran vorhanden, wer hat's gedacht. Dann habe ich hier Whitewashed Zypressen. Die werden mit der Heißklebepistole befestigt werden. Das hier muss ich mal eben vorlesen. Das sind Whitewashed Casuarina Pots. So sehen die aus. Und nicht zu vergessen Schneckenhäuser. Die hatte ich irgendwann mal mit Silberspray angesprüht. Die sind auch noch aus vorherigen Projekten. Also ich baue das wirklich immer alles penibel ab. Und die letzten 3 Materialien werden jetzt mal wieder mit der Heißklebepistole befestigt werden.
Und dann hier die Kugeln und die Sterne einfach so locker flockig hier hineinstecken. Muss man jetzt auch nicht wieder, ich sag mal, direkt in den Strohkranz hineinstecken, ne? Jetzt fehlen nur noch die Kerzen und dann bin ich mit diesem Adventsgesteck auch soweit fertig. Ich werde jetzt auch gleich mal eine anzünden. Ich weiß gar nicht, warum die schon mal an war. Keine Ahnung, wahrscheinlich für ein anderes Video. Um mal ehrlich zu sein, es gibt auch Kerzen, die sind hier schon ein paar Jahre in der Werkstatt. Die verwende ich halt immer wieder halt für diese Weihnachtsdeko-Inspirationsvideos. So nenne ich es jetzt einfach mal. Ich muss auch gleich mal gucken, ob das hier alles so einigermaßen auch gerade drauf ist. Aber ist auf jeden Fall ein Adventsgesteck, das wird auf keinen Fall jeder haben. Mein Gesteck wird jetzt täglich mit etwas Wasser besprüht werden, damit das Grün halt noch mal länger frisch bleibt. Ja, und bis zum ersten Advent belasse ich es hier einfach in meiner Werkstatt, beziehungsweise in meiner unbeheizten Werkstatt. Ja, und alle benötigten Materialien für das Projekt findet ihr auch noch mal wie üblich in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach.